Moin Freunde, ich habe jetzt schon mal einige Vorbereitungen erledigt und ebenfalls schon mal die ganzen Kreaturen gescannt, dadurch haben wir nochmal einen weiteren Erfolg gekriegt. Halt mit der Drohne, diese Tiefenscans. Ja, auf jeden Fall, 10 Tiefenscans mit der Drohne ist halt ein weiterer Erfolg. Ich habe jetzt vor allem mal die ganze Expeditionskarte gemacht, damit wir auch mal alles mögliche anderes haben. Geschweige denn kann ich hier mal nachgucken, ob wir inzwischen noch mal ein, zwei weitere Forschungen haben, die wir rein theoretisch machen können. Genauso wie hier. Und ja, das nächste sind eigentlich nur noch die Aufgaben und die ganzen Packs mal auf die nächste Stufe bringen. Und wir fangen gleich mal an Da mit sich der den des Distortus Tortoise Rex Rex jetzt in Aufgaben. unserer Obhut befindet, konnte ich Sorge in ein paar dafür Akten und Einsicht nehmen. mindestens zwei weitere Faszinierender Spezien Lesestoff, zusammenlegen. aber unser Wissen weist gravierende Lücken auf. Wir sollten andere Tiere in sein Territorium bringen und studieren, wie er sich verhält. Es hat zum Beispiel den Großteil seines Lebens allein verbracht. Wir wissen also nicht, wie es mit anderen Tieren umgeht. Wenn ich so Du dermaßen magst große Wissenslücken absolut sehe, kann ich gar nicht nichts. schlafen, bis wir die schließen. Ey, ohne Wenn Witz. du was anderes als ein Magst du Blutbad irgendwas? erwartest, bist du optimistischer eingestellt, als ich dachte. Guanodonne, Ich weiß nicht, wie Hafro, viel Zeit uns Ankylo, bleibt, das Tier zu Parishego. studieren. In Zeiten wie diesen muss wissenschaftliche Methode sich, hinten anstellen. Magst du irgendwas? Ich sehe grad nix. Du magst halt wirklich rein gar nichts. Außer vielleicht ähnliche Flugviecher. Okay, das wird schlimm. Machen wir einfach ein paar von den kleineren. Warte mal, euch habe ich nicht gesehen. Vielleicht mag er euch. Vielleicht habe ich euch aber auch einfach nur übersehen. Aasfresser mag er zwar auch nicht, aber komm schon. Wer mag denn die kleinen Kompis nicht? Und, Stufe 3, dafür sollten wir nicht genug haben, weil die beiden bitte schon gleich ausrasten werden. So. Sonst ist alles immer noch versperrt hinter Türen. Jo. Alles andere ist versperrt. Gut, gut, gut. Ja, auf jeden Fall. Das nächste, was ich mir eigentlich soweit vorgenommen habe, weil wir ja jetzt auch den Quetz und so haben. Ich muss nur probieren, ob ich es irgendwie hier hinkriege und vor allem Ding mit Power, dass wir hier ein schön großes Quetz-Terrarium machen. Oder halt Avarium. Das ist ja. So, hier Avarium. Genau. Ja, jetzt muss ich nur noch von ihm hier irgendwie das hier rüberbringen. Aber warte mal, habe ich jetzt die 100 noch was oder nicht? Wie sieht Strom jetzt aus? Yep, 128. Und also, das ist es. Ja. So, das ist jetzt so. Wir machen erstmal die hier raus. Ah, gewünschter Bestand 5. Okay. Euch weiter kommt jetzt und euch hier. Gewünschter Bestand 6. Natürlich habe ich wahrscheinlich die ausgewählt, die am meisten gerade haben. Ach, das ist ja mal super. So. Ja, auf jeden Fall mit dem Quetz ist halt auch noch die Sache. Die brauchen im Prinzip halt, ja, eigentlich nichts wirklich Großartiges. Aber ich kann die Dimetrodons reinmachen, was ebenfalls noch ein sehr, sehr, sehr großer Vorteil wird. Es sieht nicht schön aus, ich weiß, aber es geht gerade nicht anders. Und jetzt bitteschön mit dem richtigen Weg. Das war der falsche. Einmal nach hier oben. Einmal so und dann verbinden wir dich einmal so hier. Geschweige denn müssen wir ja auch noch. Hier ist es. Na, Arriva. Oh Mann, ey, ich kann heute nicht mehr sprechen. Wir müssen ja auch noch sowas hierhin machen.
So. Geschweige denn, eine andere Sache ist halt eben auch noch, wenn wir hier... Ah. Thanatos, Drakon. Lol, hat man den Quetz verändert? Also den Thanatos, der ist vielleicht auch noch so eine Sache, die ich machen könnte. Aber ja. Ja, du magst ihn jetzt schon nicht. Das wird so eine Pleite mit dem Distortus Rex. Also ich könnte Thanatos ausprobieren. Was bist du eigentlich? Du bist doch auch aus den Deluxe. Okay, ich mach vielleicht mal ein, zwei Deluxe-Tiere. Du magst die Viecher. Lea, Kaiju, Tabe und Dimorphodon und Mann, ey, bist du laut. Ja, ich lass dich lieber mal ausbrüten. Und wenn ich noch genug habe, so ein Vieh. Was ich nicht kann, weil er verärgert ist und wenn ich den noch mehr verärgere, dann kündigt er. Das ist doch super. Jetzt müssen nur noch die Tiere mal rüber transportiert werden, was eine Weile dauern kann. Nachdem jetzt der Distortus Rex seine 2 Kumpane hatte, müssen wir das wahrscheinlich jetzt noch mal ein bisschen weniger machen. Außer der tötet alles rechtzeitig. Wie es sich bewegt und Was verhält. ich mehr oder Fast, als weniger ob es sich hoffe. in seinem eigenen Körper unwohl fühlen würde. Ja, Und jetzt sein Gehirn kann kommt seine eher die Sache, ungewöhnliche jetzt muss ich Physiologie eine vermutlich nicht genau temporäre zuordnen. Anlage mal hinmachen. Nichts in seinem Genom könnte es darauf vorbereiten, solche Arme zu haben. Dann sind wir schon zu zweit, was das angeht. Die Sache ist halt, über diesen Fluss kann ich nicht mit der Drohne fliegen. Und ich muss einen Tiefenscan von dem machen. Okay, was auch immer da jetzt war. Aber was wir auch noch für ein Problem haben, 2 Dinos haben eine Gehirnerschütterung. Das wiederum heißt, ja, alles nochmal betäuben und ab in die Paleo-Station. Und du tötest bitte alles, was nur irgendwie in deinem Weg ist, weil ich möchte die Aufgaben bitte schön jetzt mal machen. Und du brichst jetzt mir nicht aus. Zum Glück habe ich hier noch Wartungsstationen hingemacht. Wehe, du brichst aus. So, bitte schön alles betäuben. Und der bricht doch auf. Ich glaube, ich habe ein kleines Problem. Und du schaust mal, ob du den healen kannst. Egal, was du machst. Geh hier hin. Geh hier hin. So schnell wie möglich. Oh. Kann ich euch eigentlich auswildern? Ah, fortschicken kann ich. Ja, okay. Das ist wenigstens was Gutes. So, ja. Wo ist jetzt der Schläfrige? Eigentlich sollte der hier betäubt werden. Und wir können die Anlage da oben gleich mal wieder wegmachen. Ach so, das ist nur ein Kraftwerk. Ich dachte, das wäre auch so ein Geoleitungszeug da. Sag mal, hat er meine Kombis eigentlich gefressen? Der hat mindestens 2 Kombis gefressen. Oder ein. So, das hier noch. Dann sollte eigentlich... Eigentlich solltest du gleich wieder hochgehen mit deinem... Ja, Komfort. Territorium, ja, es ist eigentlich nur diese scheiß Kohabilitation. So, nochmal hier, fortschicken, genau. Und unser Quetz war schön angriffsfreudig, also musste ich den auch wegschicken.
So. Ihr wollt mindestens 3 haben, dann muss ich das wohl machen. Bitteschön. Warte mal, 2. Ich brauche 10, dann habe ich 7. Dann muss ich noch mindestens 2-mal irgendwas ausbrüten. So 10 Sekunden lang auf. Bleib in dein scheiß Gehege. Ich habe keine Lust, dich noch irgendwie mal zu holen. Nicht nochmal. Du bleibst da drinne. Du bleibst ja da drinne. Schweige denn, das müsste doch jetzt hochgehen. Ach, der Kombi hier ist das letzte. Oder? Ja, der war das letzte, was da drinne war. Eigentlich sollte jetzt alles wieder im normalen Bereich kommen, oder? Kommt schon, es ist hier nichts mehr. Kein Kombi, kein gar nichts. Ah, jetzt, oder? Nee. Also ich sehe nichts mehr. Ah, jetzt geht's hoch. Perfekt, perfekt. Die einzige Sache ist, wo steckt mein Rettungsteam, was über die halbe Insel fahren musste? Aber das ist auch so eine Scheiße. Wieso hat man hier nicht irgendwie einen Weg drüber gemacht für die Teams? Wir müssen schnellstens den Grund herausfinden und es dann behandeln. Ah, Überrasch mich jedoch nicht. Tiere mit so vielen die Mutationen Krankheit sind ist, oft von die ist Krankheiten zum geplagt. Glück wegen der Mission nur. Ich dachte schon wieder irgendwas Schlimmes wäre da. Und wir können den jetzt das erste Mal hier reinschicken, bevor ich es vergessen mag. Genauso wie den Para auf dem Flusslabor. Aber er verliert zumindest kein Leben, also kann die Erkrankung nicht so schlimm sein. Und du kannst eigentlich gleich hier hinten bleiben. Wir lernen mehr über seinen Metabolismus. Aber es wird Jahre dauern, alles in Erfahrung zu bringen. Du weißt, dass Gebrochene die da Klaue, oben keine okay. Jahre warten. Die wissen, was sie wollen und werden nicht aufhören, es einzufordern. Was hat Miss Halford über das Ziel gesagt? Mehr Zähne? Ich will nicht über den Distortus Rex lernen, weil es mir befohlen wurde, sondern schlicht, weil er existiert. Fragen ohne Antworten. Juckt es dir nicht auch im Hirn? Und endlich mal hier die ersten Viecher wieder mal freilassen. Und ebenfalls freilassen. Gut. Nächste Aufgabe ist erfüllt. Also gehen wir jetzt mal hier. Ich würde sagen, hier rein. Alle offenen lasse ich für so gut wie möglich das letzte Gebiet offen. Zumindest probiere ich es. Wenn nicht, habe ich die Arschkarte und ich muss irgendwie wieder hierher. So. Der leitende Die Aufgabe Parkgenetiker ist ein Pionier auf dem Ankylo Gebiet der und De-Extinktion. Diplo. Und seine Vision hat Il Sant-Hubers Forschung erst möglich Kann ich das gemacht. überhaupt? In seinen Aufzeichnungen aus einem Projekt von Anno dazumal geht es vermutlich um das Zusammenleben zweier spezifischer Saurier. Aber die sind teilweise geschwärzt. Selbst für uns. Wenn wir seine Arbeit möglichst Kann ich gut nicht mal. reproduzieren, Gut. ergeben sich vielleicht neue Erkenntnisse. Alles klar, also muss ich das hier ausführen, weil da kriege ich definitiv die Sauropoden. Unser Verständnis prähistorischer Giganten ist, gelinde gesagt, leider mangelhaft. Durch die Observation eines Jungtiers sollten sich die Lücken schließen lassen. Das hat Priorität. Um einen jungen Sauropoden studieren zu können, braucht man aber erstmal einen jungen Sauropoden. Das ist der erste Ja, Schritt. hierhin kommt das. Hierhin kommt schön das Gehege für die Sauropoden. Der sollte eigentlich nicht allzu anfordernd sein. Dann kommt hier irgendwelches Speisezeug, wenn sie es nochmal wollen. Allein nur für die 5 Sterne wollen sie es wahrscheinlich. So, jetzt möchte ich hier bitte schön einmal die schönen 45 Grad haben. Hier. Das kommt weg. Und jetzt machen wir hier noch. So. Perfekt. Das hier wird das Apato-Gehege. Vielleicht auch noch das Gehege von anderen. Mal sehen, wie es läuft. Und jetzt muss ich mich erstmal um die hier noch kümmern. Erst einmal braucht ihr Wasser. Und ein paar, ja, Fischteile. Das Wasser? Nee. Irgendwas stört mich da dran. Oh.
Bitte zurück. Noch einmal zurück. So, sieht auf jeden Fall schon mal ein Stückchen besser aus. Dann machen wir noch hier überall so ein bisschen, ja, Bewaldung hin. Vor allem an den Rändern. Gut, jetzt sieht es doch wieder schön aus bei euch. Außer, dass ihr Sumpf eigentlich wolltet. So, hier. Gut, ihr mögt das Gehege. Wie sieht's mit euch aus? Ihr mögt das Gehege sogar noch mehr. Und jetzt muss ich erstmal dafür sorgen, dass sich die Apatos vermehren. Für den Ankylo, wie ihr hier sehen könnt, musste ich jetzt nochmal ins Tal gehen, um mir ein paar Dinos zu züchten, weil wir brauchten sowohl erstmal erwachsene Pflanzenfresser, ein männliches und ein weibliches, als auch mussten wir eine Generation 2 züchten für die Aufgabe zum Schluss. Und das ging hier halt am einfachsten, weil ich eh schon so gut wie alles hatte. Ja, auf jeden Fall. Jetzt können wir mal die Primäranlage hoffentlich, ja, wir hoffen einfach mal, dass wir die zum Schluss noch hinbekommen, diese Folge. Wenn nicht, wird die Folge länger. So, mit den Ankylos und den Diplos haben wir jetzt hoffentlich alles für das letzte Primäranlagenteil. So, und jetzt muss nur noch das Spiel hinladen. Hier war es auch die Sache, wir mussten, nachdem wir die Apatos gezüchtet haben, einfach nur... Nein. Oh, wer ist hier wieder gestorben? Die fressen meine Diplos. Die Morphodons. Wir hatten doch mehr als nur 2 oder 3 gehabt. Einer ist gestorben gegen den Kampf, aber trotzdem. Und ja, unseren Quetz, der ein geiles Design hat, muss ich noch einen Partner geben. Aber ja. Wir gehen jetzt erstmal hier rein und schauen nach, was wir so machen können. Weil das allerletzte wäre das hier, wo ich einen Diplo und Ankylo synthetisieren lassen muss und noch freilassen muss. Und seine Vision hat Il-Sant Hubers Forschung erst möglich gemacht. Gut. In seinen Aufzeichnungen aus einem Was ich Projekt hoffe, von Anu ist, dass wir es dazumal wirklich jetzt geht's haben. vermutlich um das Oder Zusammenleben zweier Nodo, spezifischer Saurier. wo ist der Aber Ankylo? die sind teilweise geschwärzt. Hier Selbst ist der für uns. Ankylo. Wenn wir seine Arbeit möglichst gut reproduzieren, Was ergeben ist sich jetzt vielleicht los? neue Erkenntnisse. Ach so, ich lasse doch gerade... Ah, ich lasse ja noch einen Quetz gerade losgehen. Ach so, Alles klärchen. Jetzt weiß ich, wo die ganzen Angestellten sind. So, ich bin am Überlegen jetzt. Erst einmal... Ja, warte mal. Wo ist überhaupt der andere, der Diplo? Und wir haben eigentlich keine Pflanzenfresser mehr, soweit es sind, ja, nur noch die Fleischfresser. So, hoho. Also, Diplo wäre dann hier. Alles klärchen. Dann lassen wir die mal synthetisieren und dann frei. Wie kommt ihr denn mit noch mal einem Diplo klar? Kommt ihr klar oder nicht? Rario, Diplo, ihr kommt nicht mit anderen Sauropoden klar. Ich hasse euch. Ihr kommt aber wahrscheinlich mit Ankylos klar, genau. Und bitte sagt, ihr kommt mit irgendwas klar? Hä? Die Sache ist halt, Apatos kann ich nicht hier reinsetzen. Wegen dem Territorium. Die brauchen halt Nüsse und das habe ich wirklich schon ausgereizt. Und die andere Sache ist halt, ja. Ach, Mann. Kommt ihr mit Diplos klar? Ja, ihr kommt mit Sauropoden klar, also würde ich die Diplos dann hier reinlassen.
Geschweige denn hoffe ich mal, dass das Gehege groß genug ist für die. Wenn nicht, habe ich ein paar Probleme. Aber na gut, erstmal müssen die überhaupt ausgebrütet werden. Mit einem viel zu großen Fehler nochmal zwischendurch. Wir mussten nämlich dann Ankylus und Diplus, wo sie ausgebrütet waren, ein Gehege setzen. Heißt, wo ich die hier drin hatte, war es schon zu spät. Also nochmal ein neues Gehege gebaut. Hoffentlich funktioniert das jetzt und mal schauen, ob er inzwischen... Irgendwie habe ich kein Glück. Irgendwie habe ich bei den Quets kein Glück mehr. Das kommt, geh weg, Patrouille. Danke. So, Kaijuk und Tapejara. Übrigens, all meine Dimorphodons wurden von der Inn schon gejagt. Wie kein Zugang? Zu was nicht? Wo? Wie? Was? Hä? Jo, okay. Keine Ahnung, was da gerade abgeht. Die nächsten Sachen sind halt wirklich nur noch das hier hochzubringen. Und das sollte ich hoffentlich jetzt so hoch bekommen. So, hier, davon brauche ich eh nicht so viele. Irgendwie ist was merkwürdig. So viele Nachrichten habe ich noch nie bekommen. So, was brauche ich hier eigentlich noch? Schutzraumversorgung, Toiletten und Transportbewertung. Ja, okay, Toiletten kriege ich relativ einfach hin. Hier, bitte. Toiletten, fertig. Jetzt noch mal ein Schutzraum irgendwo hier hin. Wenn ich ihn wiederfinde. Hier ist er. Ja. Die Schräge macht nicht sehr viel aus. So, jetzt sollte ich doch noch mal ein Stückchen mehr generieren. So, Tapejara ist auch mal raus. Mal schauen, ob die es mögen oder nicht, das Ganze. Und die mögen es schon mal nicht. Die Sache ist, ich muss mich auf den Quetz einstellen. Was kann ich theoretisch wegmachen? Wasser könnte ich wegmachen. Und ein Stück von dem Sumpf. Alles klärchen. Oh. Mann, ich möchte nicht das machen. So. Und jetzt kann ich noch ein Stückchen vom Sumpf hier wegmachen. Hoffentlich mögen es jetzt die Tapejaras. Jo, der Quetz ist auch noch auf seinen guten. Und jetzt kommen die komischen, die ich nicht aussprechen kann. So, hoffentlich geht dann auch das mal hoch. Und wir haben den Park dann eigentlich schon bald soweit gehabt. Jetzt nur noch hier mal schauen. Kernupgrades. Was ist das Man hat hier? uns endlich erlaubt, Geld für neues Personal auszugeben. Aber natürlich gibt's einen Haken. Und der hat es in sich. Die Oh. Oberen sind Erhöht einverstanden, die dass wir neue Leute anheuern und kombinierten Weiterbildungen Gesamtfähigkeiten anbieten, der solange wir Wissenschaftler und unsere 10 gibt Profitmargen mindestens nach für oben schrauben. Wissenschaftler Kein schlechter Deal. Aber ein Rekrutierung gut aus gemeinter und Rat. Augen auf 300.000 bei der fürs Mitarbeiterwahl. Wir Wissenschaftlertraining. stecken mit denen hier auf der Insel fest. Immer geht's nur ums Geld. Du erinnerst mich an den Typen von der Hammond Foundation. Den mit der Wo ist mein lauten Stimme und der Personalzentrum? aufgeblasenen Hier. Persönlichkeit, den Wissenschaftlerkapazität. PR-Typ. Wie viel muss ich Wie hieß der ausgeben? noch? 100.000. Oh, Das sollte ja, leicht gehen. Ja, Ja, weil ist mir grad 100.000 entfallen, jetzt ein aber- Lacher ist. Aber den mochte ich. So. Harte Businessschale, weicher, ich hab Dinos Liebkern, wenn keiner hingesehen hat.
Und ein jetzt noch mal ein verkappter bisschen Softie was also. trainieren. Stille Wasser und so weiter. Das haben wir jetzt auch, endlich. Und ja, welchen trainiere ich? Dich hier. So. 800.000 ausgegeben. Du hast Mehr da ein als genug. echtes Dreamteam aus Superschlauen zusammengestellt. Gut, Ich hoffe das habe nur, ich sie gehen und nicht wir regelmäßig bräuchten joggen, immer noch denn wenn ein hier die Quetz Hütte brennt, wahrscheinlich. will ich nicht der lahmarschigste sein. Oh, Und jetzt bitte schön einmal. Gesicht. Hätte fast geglaubt, Mist. dass du ein echter Teamplayer bist, Dale. Einmal jetzt bitte einen Quetz, der nicht intolerant ist. Aber was sind Kernforschungen? Weil rein theoretisch habe ich doch hier alles. Essentiell Effizienz-Upgrades, Kernkostenreduzierung, Kontrollzentrum. Meint man das hier irgendwie? Nee. Ich verstehe es nicht. Aber egal. Dann haben wir es eben mal so geschafft. So, Massenproduktion. Natürliche Zucht niemals. Ambiente Ziele. Wir brauchen Zäune, um dieses Ambiente zu wachsen. Irgendwie macht mir das Angst. Wir schauen mal hier ganz kurz rein. Viele der Labortechniker, die sich mehr auf Verhaltensforschung konzentrieren, so wie ich, nehmen die Tierobservation sehr ernst. Wenn das Management uns nur in die Gehege reinlassen würde. Wir Was ist das betrachten die hier? Tiere meistens von Observationsgebäuden aus. Mit einer Sicherheitsbewertung von 2 frei. verdient einen Oh, Menno. vernünftigen Test. Aber unter uns? Ich hoffe, dass wir Was durch seine bist du? Arbeit komplett neue Gebäude entwerfen können. Die Sicherheitsbewertung eines Tiers hängt von seiner Kraft und vom Risiko ab, das es darstellt. Oder einfach ausgedrückt, Ja, ich glaube, wie ich habe zu schwierig viel die auf einmal Verwerbung gemacht. ist. Ich habe Diesen definitiv zu viel auf Bewertungen können wir einmal unsere gemacht. Sicherheitsvorkehrungen optimieren. Aber das ist halt auch eine die Scheiße, Oberen dass man wollen, nicht dass die sieht, Tiere was es dafür das mit genau im unseren Zäunen Auftrag ist. aufnehmen sollen. Ich wollte Ihnen ja klar machen, dass man Zäune noch endlich. anders testen kann. Aber vielleicht schaffe ich es ja genau wegen solchen Dingen nicht ins Management. Ach ja. Schaffen wir zunächst mal ein paar Saurier ran. Die Zauntests führen wir dann nächstes Mal durch. Bei Tropeninsel denkt man sofort an Sonne, Sand und die entspannende Brandung. Keiner erwähnt die heftigen Unwetter, die hier regelmäßig die Infrastruktur verwüsten. Wie das Unwetter, das uns schon bald erreichen wird. Sorgt dafür, dass wir und insbesondere das Wartungsteam Natürlich gut jetzt, wo vorbereitet ich sind. hier fast durch bin, kommt noch ein Unwetter. Baue Mann, ich kann nicht reden. So. Jetzt Wartungsteams noch einmal hierhin bauen, so dass alles abgedeckt ist. Meiner Meinung nach sollte alles abgedeckt sein. Einverstanden. Die einzige Sache, die ich mir vorstellen kann, dass es der Scheißzaun ist. Okay. Jetzt wird noch mal alles durchgeschickt, oder was? Baue Wartungsposten zur Versorgung der Infrastruktur. Hab ich. Ja, Wartungsposten 22. Ah, jetzt. Nee. Hä. Merkwürdig. Aber ich habe ja eigentlich alles abgedeckt. Nee. Ah, hier hinten ist eine Ecke, die ich noch nicht habe. Ah, okay. Okay, jetzt alle Mann festhalten. Und lasst den Regenschirm zu Hause, der bringt jetzt auch nichts mehr. Stattdessen sollten wir das Werkzeug zücken. Wenn wichtige Infrastruktur sollte ausfällt, funktionieren. ist das schlechte Wetter unsere geringste Sorge. Und wir lassen jetzt einfach nur noch mal einen Quetz frei. Genau. Habe ich den Quetz eigentlich verändert oder ist das ebenfalls ein Typ?
Warte mal, Frau und bitte sag mir, ich habe einen Typ draus gemacht aus dem anderen. Nein. Mist. Mist. Ja, okay, der Quetz geht. Der Quetz geht, der ist mir zu anstrengend. Ja, das hier ist halt schon großeiglich, aber der Quetz braucht es noch größer. Ich kann nicht wirklich noch was dran bauen, wenn man sieht. Hier vielleicht, aber hier kann ich nichts mehr. Ah, doch, kann ich. Ich könnte eins dran bauen. Ja, komm, machen wir mal. Die Betäubung von Quetz heben wir mal auf. So, ein bisschen mehr Wasser, ein bisschen mehr Ödland, ein bisschen mehr... So, ein bisschen Wasser, ein bisschen mehr Ödland und ein bisschen mehr Trockengebiet. Hier bitte Ödland und jetzt kriegst du noch ein schöneres Trockengebiet. Und du kannst nicht mehr meckern. Wasser okay, ein bisschen weniger Ödland, mehr Trockengebiet und ein Stückchen mehr Sumpf. So, und jetzt noch Trockengebiet. Natürlich ist Ödland jetzt weg. Okay. Wir haben das Schlimmste überstanden, denke ich. Ja, ich soll... Du bist da draußen echt standhaft geblieben. Ich glaube, und bei es der funktioniert. Windstärke war das sicher nicht leicht. Gut gemacht. Fürs nächste Mal müssen wir den Unwetterschutz aber verbessern. Denn das war sicher nicht der Brauche ich hier letzte noch Sturm hier. Transportbewertung? Ah, natürlich. Und ich kann wetten, die Transportbewertung ist nur wegen hier hinten. Nö. Hier ist einer. Da sind zwei sogar. Oder mindestens einer. Komm, machen wir hier oben einfach noch eine Schiene hin. Dann laufen die auch im Kreis. So, einmal und dann, ja. Gehen wir so rum hier einmal. Zack. Genauso machen wir hier. Jetzt, bitte sag mir, das ist das Richtige. Genau, danke. Der hat einen großen Bruch, den muss ich so heilen, ich weiß. Ein Stückchen Ödland wieder hinmachen. Ödland. Nee, jetzt Trockenland. Also der Quetz sorgt gerade für alles. So, jetzt ist er komplett. Und der hat auch noch einen gebrochenen Flügel, Mensch, ey. Ja, die Einnahmen müssen jetzt erstmal wieder hochgehen. Mal schauen, ob die noch so weit hochgehen, dass, wenn wir alles versorgt haben, auf die 250.000 sind. Die komischen Flugviecher sind inzwischen gestorben, diese Ceratoteile. Und ja, jetzt bin ich gerade bei der nächsten Mission, wo ich ein paar Quetz und so freilassen muss. Was ich wirklich froh bin, dass ich es entdeckt habe. Weil wenn ich es nicht entdeckt hätte, hätten wir ein großes Problem noch gehabt. Aber wir sollten nicht alle Eier in ein Nest legen. So, wo ist es? Wo ist es? der Ich habe klang mir besser nämlich in schon meinem so ein bisschen gedacht. Ich habe mir halt wirklich schon so ein bisschen gedacht, dass die Quetze bitteschön einmal, ja, mal Eier machen müssen. Hoffentlich funktioniert das und ja, wir haben hier einen mehr oder weniger Störenfried. Das ist einer, den ich ausgebrütet hat, der aggressiv ist, was wiederum heißt, der mag gar nichts. Das gleiche wie Intoleranz. Ich verstehe es einfach nicht.
Ja, auf jeden Fall. Den einen da, den muss ich dann irgendwann wegtun. Währenddessen die hoffentlich, wenn es abgeschlossen ist, endlich mal ein Kind kriegen. Weil damit habe ich auch wirklich nochmal 3 weitere Genmutationen frei. Und hast du gerade probiert, den Dimorphodon zu fressen? Und es ist fehlgeschlagen mit viel zu viel. Leute, hallo. Ich habe schon eine niedrigere Quote dafür gehabt. Ah, jetzt hat's funktioniert. Ich hatte eine Quote von 20 und es hat beim ersten Mal hingehauen. Bitte. Aber Quetzdesign muss ich immer noch sagen, das hat man sehr, sehr gut gemacht. Mensch ey, von wem wurde er denn wieder angegriffen? Mal sehen, ob wir eigentlich auch die Kohle kriegen oder nicht. Transportbewertung weiß ich immer noch nicht, wie ich es höher machen soll. So, weiblicher, kannst du jetzt endlich mal landen und ein paar Eier da ablegen? Dankeschön. Der Mutadon mag das tödlichste Tier am Himmel sein, aber der Quetzalcoatlus ist definitiv das majestätischste. Nicht mehr lange, dann können wir auch ein Jungtier bestaunen. Kampf gegen... Ach, komm schon. Und jetzt kommt auch noch ein Sturm. Och, Menno. Scheiß die Morphodons aber auch. Ah, hier ist doch noch der Zehrer. Ich dachte, da wären jetzt alle gestorben. Ach so. Ja, mal sehen, wer alles hier verschwindet. Auf jeden Fall kann ich dich jetzt loswerden. Weil dann kann ich das ganze Eck hier zurückbauen. Oh oh, oh oh, oh oh. Jo. Die beiden sind nämlich nicht angeschlossen. So, wie lange dauert das hier noch? Ah, das ist gleich soweit. Und die Quetze schlüpfen. Jetzt sind sie geschlüpft. Wollt ihr mich eigentlich ärgern? Ihr wollt mich wirklich ärgern? Na gut. Stell sicher, dass Quetzalcoatlus für die Mitarbeiter sichtbar sind. Also... Ah, Mist. Oh. Okay. Wir haben es geschafft. Menno. Heißt also. Hier oben, bitteschön. Weg dran, fertig. Das geschafft und jetzt habe ich eher das kleine Problem, die beiden müssen weg. Dass aber auch beide intolerant sind. Das ist ja grässlich. Nicht intolerant, sondern aggressiv, aber hier auch intolerant. Trotzdem, intolerant macht genauso einen Scheiß weg. Alter, das ist ja grässlich. Und die hier sind unglücklich, weil ihre Kinder unglücklich sind. Ja, was soll ich machen? Ganz ehrlich, was soll ich machen? Außer alles hier raus jetzt wegzuschicken. Das, was ich hoffe, wenn ich die wegschicke, geht's auf jeden Fall mit der Mission weiter. Das ist ein sehr großes Hoffen auf jeden Fall. Und nicht muss ich auch die anderen Quets darüber machen, erstmal vorübergehend. Aber wir haben die 5 Sterne. Wir kriegen die 5 Sterne vielleicht dann noch, wenn alles Mögliche, ja, immer noch da ist. Und vielleicht nicht unbedingt alle meine
scheiß Tiere gerade sterben. Hier, der Zeher. Der ist schlimm. Hier, die sind alle gestorben. Klar, die mit Rodons haben es zwar gemacht, aber trotzdem. So. Wo ist jetzt der Zeher? Ja, na cool. Ich würde sagen, ich mache die Aufgabe noch zu Ende. Ich weiß nämlich nicht, wie lange ich die noch machen werde. Oder wie gut sie noch funktionieren mag. Auf jeden Fall, das war's jetzt mit der Folge. Wir haben den Park auf 5 Sterne gebracht. Wir sehen uns bei der nächsten Folge, wenn wir ins Flusslabor gehen und hoffentlich da alle Aufträge ordentlich abschließen können. Und bis dann!